Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht's weiter mit einer neuen Folge von Robertos eBay Corvette, die er in den USA gekauft hatte. Und dort habe ich in der letzten Folge die Vorderachse ausgebaut, die Dreieckslenker und hier auch die Federn. Und habe bei den Dreieckslenkern die Gummilager, die Buchsen getauscht, die sogenannten Bushings. Und ich habe dann auch ein Traggelenk noch wechseln müssen, weil das ausgeschlagen war. Und habe das Ganze danach dann wieder eingebaut. An dem Auto ging es weiter danach mit der Beleuchtung, weil die ist ja auch notwendig für den TÜV. Die muss vorne auf H4 und H1 Scheinwerfer umgerüstet werden. Da hat der Roberto selber auch Hand angelegt. Und die originalen Sealed Beam Scheinwerfer durch europäische Modelle ersetzt. Nachdem das vorne fertig war, ging es dann weiter an der hinteren Beleuchtung, und zwar musste da ein Kabel verlegt werden, weil die Amerikaner ja ihre Brems- und Blinkleuchte in einem kombinieren. Und auch da hat der Roberto mit angepackt und das Kabel durch den Innenraum gezogen und nach hinten verlegt. So, und zwar geht das Kabel dort hinten durch eine Tülle. Da hat er noch den Durchgang gesucht und hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Viel Spaß! So, wie ihr seht, hier die Nacht ist hereingebrochen und der Roberto ist noch immer an den Rückleuchten der Corvette dran. Er ist hier schwer am Löten, und zwar werden die Kabel und die Verkabelung entsprechend vorbereitet für die europäische Beleuchtung. So. Ich halte das Ganze mal kurz fest. Dafür mussten die Rückleuchten einmal rausgenommen werden. Hier bei dem Modell, bei der Corvette, wird das von hinten erledigt. Deswegen liegt da auch das Rollbrett. Und jetzt müssen nach und nach die einzelnen Kabel neu eingeklemmt werden. So, es kann sich eigentlich nur noch um Stunden handeln hier. Berto ist, glaube ich, auch schon so langsam fertig mit den Nerven, aber sind jetzt auch durch. Es geht. Alles gut. Ja, ein weiterer Punkt bei älteren US-Fahrzeugen ist, dass man die Fahrgestellnummer nochmal separat in den Hauptrahmen einbringen muss. Und zwar zeige ich euch das mal gerade hier. Das Auto ist auf der Bühne. Original haben die Autos, zumindest die älteren, die Fahrgestellnummer ausschließlich hier in der A-Säule sitzen. Dort auf so einer kleinen Plakette. Und ja, um Manipulationen vorzubeugen, verlangt da der deutsche TÜV, dass die Fahrgestellnummer nochmal separat in den Fahrzeugrahmen eingeschlagen wird. Und zwar schlage ich die dann normalerweise hier beim rechten Vorderrad in den Hauptrahmen ein. Und dafür muss das rechte Vorderrad gelöst werden, damit wir die Fahrgestellnummer dort korrekt anbringen können. Ich mache das jetzt mal ab und dann zeige ich euch. Ja, zuerst nehme ich dafür immer so einen Schleifer mit einem Schleifpad, um die Fläche ein bisschen anzuschleifen, den alten Dreck zu entfernen und auch eine glatte Oberfläche zu schaffen. Ja, ich schreibe mir dann die Fahrgestellnummer nochmal separat auf einen Zettel und lege mir die neben das Rathaus. Das ist die Fahrgestellnummer hier, und dann wird diese Fahrgestellnummer mit Hilfe von einem solchen Hammer und hier diesen Schlagzahlen und auch den Schlagbuchstaben in den Rahmen übertragen und ja, dort eingebracht. Das fängt jetzt in dem Beispiel zum Beispiel hier mit der 1 an. Das ist jetzt die 1. Muss man auch darauf achten, dass man die korrekt ansetzt. Und dann wird die hier an der ersten Position jetzt in den Rahmen eingeschlagen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich die erste Ziffer dort eingeschlagen habe. Ich versuche mal gerade zu fokussieren. Das ist jetzt die 1. Die habe ich ganz gut dort reinbekommen. Ich sage euch aber auch gleich, also wenn ihr das noch nie gemacht habt,
Das Ganze ist ja gar nicht so einfach, wie das auf den ersten Blick aussieht. Wenn man sich da einmal verhauen hat, ist es auch schwierig, das Ganze zu korrigieren. Und das sieht der TÜV auch nicht gerne, wenn ihr da 3, 4, 5 Mal auf derselben Zahl rumschlagt. Und ja, deswegen, wenn ihr das macht, bei einer Corvette vielleicht, die ihr importiert habt oder so, würde ich euch empfehlen, das immer erstmal an einer anderen Stelle zu probieren, wo ihr halt nichts für die Dauer erstmal einbringt, weil das ist, wie gesagt, am Anfang kann man da schnell auch mal einen Fehler machen. Wenn man dann fertig ist, dann sieht das Ganze ungefähr so aus und dann kann man das Ganze auch noch schützen. Also so ist jetzt die Fahrgestellnummer hier im Rahmen. Und dann kann man ein bisschen Klarlack nehmen und den Rahmen noch vor Korrosion schützen, damit er auch, wenn er dann draußen abgestellt ist, nicht direkt anfängt zu rosten. Und dann sieht das auch noch nach einem Jahr und 2 immer noch schön aus. Ja, die Beleuchtung ist jetzt soweit umgerüstet und heute ist der Tag gekommen. Ich und Roberto fahren heute zum TÜV. Ich werde ihn dabei begleiten. Zum einen braucht er ja die rote Nummer von mir, weil der Wagen ist ja noch nicht zugelassen. Das heißt, aktuell fahren geht nicht. Und ja, zum anderen bin ich ja auch schon öfters da gewesen. Das heißt, ich werde ihm da auch ein bisschen zur Seite stehen und wenn der Prüfer noch ein paar Punkte zu machen hat, werden wir die halt nach und nach dann noch in Angriff nehmen. So, da kommt er auch schon mit dem Auto und ich melde mich jetzt gleich von der Fahrt. Ja, guten Morgen. Hi. Guten Morgen, hi. Grüß dich. So, ich filme mal gerade nur mit. Nur vielleicht auch, dass wir das auch mal festgehalten haben. Hier sind die Dokumente jetzt gekommen von dem Auto. Also so sehen amerikanische Titles aus. Die sehen aber jedes Mal sehr unterschiedlich aus, weil es einfach je nach Bundesstaat einfach verschiedene Titel gibt. Das hier ist jetzt ein Titel aus Washington, also aus dem Bundesstaat. Und die haben aber immer diese Größe. Das ist das amerikanische Format. Das ist nicht ganz DIN A4, so ähnlich. Und es stehen dort aber keine technischen Daten drin, sondern eher nur Fahrgestellnummer und Typ und Baujahr. Und wenn man ein Fahrzeug verkauft, dann trägt man das hier händisch ein. So, und wir zwei fahren jetzt rüber zum TÜV. Viel Spaß. So, wir sind jetzt die ersten Meter mal richtig hier zusammen in der C3 unterwegs. Roberto ist am Steuer. Und träume. Und ich sitze auf dem Beifahrersitz und schaue mir das Ganze an. Aber das sind natürlich alles auch ein bisschen neue Eindrücke hier. Und was meinst du so mit den neuen Buchsen und den neuen Stoßdämpfern? Fährt sich ein bisschen härter wie vorher. Also der Wagen fährt sich wesentlich straffer, vor allen Dingen fährt sich auch etwas straighter, muss ich sagen. Also auch die Straßenlage ist wesentlich besser. Vorher war das so ein schwammiges Gefühl und auch so mit leichter Verunsicherung. Und es macht natürlich einen Heidenspaß mit der dicken Betty. Genau, das Auto hat nämlich einen Namen bekommen und zwar ist das die Betty. Und mit der fahren wir jetzt zum TÜV. Oh, die Heizung funktioniert ja sogar. Echt? Traum. Lüftung auch. Sehr gut. Ja gut, es geht wahrscheinlich jetzt alles da unten durch dein abgebautes Lüftungsrohr. Da geht das jetzt alles an deine Füße. Das alles da. Frierst du? Nee, alles gut. Aber das gefällt mir hier nicht, oder? Ja, genau. Also es ist uns ist aufgefallen, die Wassertemperatur, die bleibt auch nach längerer Fahrt sehr, sehr niedrig. Also sie bewegt sich schon. Also das bedeutet, das Instrument an sich funktioniert. Wir müssten die jetzt mal gegenprüfen, ob das auch der tatsächlichen Temperatur entspricht. Also in Fahrenheit natürlich. Aber es kann durchaus sein, weil der Wagen ja auch vorher in wärmerem Klima gefahren wurde.
Grenzwerten dann öffnen und schließen. Also normalerweise ist die Temperatur eher so bei 190 Grad Fahrenheit. Willst werden. Hey. Ja. Also Motorleistung passt, würde ich auch sagen, ja. So, wir sind beim TÜV angekommen. Die erste Fahrt hat der Wagen schon mal überstanden. Schauen wir mal weiter. Die anziehen? fürs Protokoll, gell? Warte. So, hallo Jungs und Mädels. Ich bin total aufgeregt, weil jetzt geht's zur Sache. Ich hoffe, sie kommt durch den TÜV. Ich drücke mal die Daumen und bete zu allen Göttern, die ich so kenne. Ja, ob die Corvette TÜV bekommt oder nicht, das seht ihr im nächsten Teil. Ich schneide hier in der Zeit schon für euch weiter an der nächsten Folge und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und den Kanal abonniert. Ob die Corvette dann TÜV hat, das seht ihr nächste Woche. Und bis dahin sage ich Tschüss aus der V8 Lounge. Ciao.